Ja, gucke an, wer da ist. Willkommen in ein Video. Wir haben uns gedacht, wir machen mal einen kleinen Ausflug. Ich habe mal wieder ein Bibi-Shelter aufgebaut. Und die Männer da drüben haben schon mal angefangen, Gulasch anzubraten. Und wie geil ist das denn, wenn man ankommt und direkt sich am Feuer niederlassen kann und man so ein bisschen das Lagerleben genießt. Heiß. Oh, das hier. Schnitt. Oh, das schmeckt geil, ne? Oh ja. Leute, das Essen ist fertig. Aber so Leute, jetzt gibt es noch leckeres Stockbrot. Ihr seht es auch, wir sind inzwischen zu viert, die liebe Susi uns noch besuchen. Ja, es gibt tatsächlich auch Frauen, die am Lagerfeuer sitzen. Was tust du? So, Peter pustet, wer kriegt's ab? Wie fühlt sich's an, Carsten? Super. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber da hinten, wo die Lichtung beginnt, ist alles ein bisschen weiß gepudert. Das hat scheinbar ein bisschen geschneit. Lass mich raten, du hast das Schnarchen nicht mehr ausgehalten. Das nächste Mal erschlage ich. Noch habe ich ja gut lachen, aber ich weiß, dass ich ja selber noch zum Peter umziehe heute. Wir sehen es eh wieder. So, Carsten, ich denke, dass es üblich ist, zum Abschied nochmal freundlich in die Kamera zu winken. Gerne. Nee, war schön. Bis zum nächsten Mal. Da geht er. Ich bin inzwischen umgezogen von dort unterm Tarp nach da hinten zu Peter ins Tipi. Aber was jetzt noch passieren wird, wir tannen jetzt hier alles noch ein bisschen ab. Haben hier schon angefangen, weil da unten gar nicht so weit weg ist ein Weg und da sehen wir immer mal jemanden durchlaufen und da werden wir uns jetzt hier unser Lager noch ein kleines bisschen abtarnen. Ja, drüben mit dem Tarp hat das jetzt richtig gut funktioniert. Aber scheinbar noch nicht gut genug, denn Christian und sein Sohn haben uns noch gefunden. Die sitzen da drüben. Genau. Und statten uns einen kleinen Besuch ab. Wie teuer, was ist das so? Objektiv, was kostet das? Ja, so Timelapse. Bei uns gibt es eine Kleinigkeit zu essen. So ein paar Buletten, ein paar Steaks. Besuch ist wieder weg. Und haben einen kleinen Trick rausgefunden. Wenn wir vorne die Tür ein kleines bisschen offen lassen, dann qualmt das oben nicht mehr so. Also da ist schlagartig der weiße Rauch weg. Und da unten ein Weg in der Nähe ist und wir eigentlich gar nicht gesehen werden wollen, lassen wir jetzt einfach das Türchen offen. Nachdem wir uns den Bauch vollgeschlagen haben, haben wir jetzt mal fleißig Feuerholz gemacht, das sich da alles verteilt. Und jetzt ist es dunkel, das heißt, auf dem Weg ist nicht mehr so viel zu erwarten an Besuchern. Und da werden wir es uns jetzt hier draußen noch ein bisschen am Lagerfeuer gut gehen lassen. Seht euch das an.
Lecker Chili. So Peter, was machen wir jetzt? Ich geh jetzt schlafen. Nee, wir gehen ins Tipi, schmeißen den Zeltofen an und lassen uns drinnen weiter gut gehen. Glühwein? Wir trinken warmes Wasser. So Peterchen, Frühstück ist fertig. Ein Käffchen gibt's auch. Gut, danke fürs Reinschalten, Leute, und bis bald im Wald.